Der größte Spielzeughersteller der Welt, findet, dass dieses Set verboten gehört. Ich finde, dann wird es auf jeden Fall mal an der Zeit, dass wir uns diesen Karton und das Set genauer anschauen. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir bauen heute aus 2020 die 5808 aus der Armed Forces Serie, den AH-64 Apache. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt ohne viel Indianergebrüll hier auf meinen Bautisch und schauen uns alles rund um dieses Set genauer an. Aus der Armed Forces Serie aus 2020 hier auf meinem Bautisch der indigene Helikopter der AH-64 Apache, 510 Steinchen im Maßstab 1:48 aus dem Hause Kobi. Und ich liebe diese alten Armed Forces Kartons mit dieser dunkelblauen, leicht vernoppten Metallkante. Und dann hier diesen coolen Artwork mit unseren Apache und hier noch ein paar andere Apaches versteckt. Hier oben sogar ein Originalfoto. Schauen wir uns die Rückseite an. Hier haben wir natürlich ein paar Facts, die ihr sowieso gleich bekommt bei den Infokarten. Wir sehen hier, dass der Hubschrauber von vorne, von der Front 30,5 cm breit wird und 10,5 cm hoch, beziehungsweise eine Länge hat von 37 cm. 10,5 bleibt der halt hoch. Wir sehen unseren indigenen Hubschrauber. Wir sehen hier einen typischen Stand und ich freue mich auf diese graubraunen Steine. Ich weiß gar nicht, beige, grün, beige, oliv. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Farbe nennt. Ich mag sie, ich freue mich drauf. Und Hubschrauber haben wir hier auf meinem Kanal ja in guter Regelmäßigkeit immer mal wieder gebaut. Und dieser Indianer, jetzt sage ich es doch, fehlt uns noch. Und wie es sich gehört für einen richtigen Apache, lassen wir diesen Hubschrauber jetzt einmal in die Luft steigen, denn so etwas gehört einfach zu einem Hubschrauber dazu. Also Hubschraub, schraub. Ja, Freunde, da liegt unser Kampfhubschrauber aus der Boeing-Lizenz auf dem Bautisch, das Kobi-Set 5808 aus der Armed Forces Serie. Und was uns auffällt auf diesem hier genutzten Metallhintergrund, ganz fett der Print. Pad Printed No Stickers, denn wir haben hier in diesen zwei Bautüten, Tüte 1, Tüte 2, natürlich nur bedruckte Steine, wenn wir Drucke brauchen. Wir sehen, die Tüten sind semi-voll und natürlich haben wir hier ein großes Formteil, das aber bedruckt ist bei der Cockpithaube. Das hat Kobi, ja, was Flugzeuge angeht, erst in der jüngsten Vergangenheit gemacht. Hier also schon bei diesem Hubschrauber 2020 vor 4 Jahren. Ich packe jetzt mal diese zwei Tüten, die wie gesagt eigentlich hätten eine sein können, an die Seite und dann schauen wir uns die Anleitung an. Wir haben gesehen, das Set hat eine Altersempfehlung von ab 7 Jahren. Wir fangen an mit der Tüte 1, die reißen wir auf und bauen drauf los. Ganz wichtig, der aktuelle Baustep bei Kobi-Anleitung ist immer der farbliche. Und wir haben keine Seitenzahlen, sondern wir haben nur diese Bausteps und wir hangeln uns dann von Baustep zu Baustep, von Bautüte 1 zu Bautüte 2. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen Rechtecken sehen wir immer, was wir bauen müssen. Und wir haben oft auch so kleine Anlegehilfen, das heißt, wir brauchen noch nicht mal Noppen zählen. Fertig sind wir dann mit dem Baustep 100. Tada! Wartet, nicht 14, das ist der falsche. Da kommt nämlich noch der Stand da. 122, wenn wir nämlich unseren Apache auf den Stand packen und ganz cool und wichtig, auch aktueller denn je, auf der letzten Seite hier sehen wir die Teile, die verbaut wurden. Sollte euch ein Teil fehlen, dann hier unten auf der Webseite bei Kobi direkt monieren. Und was ich immer mag bei alten Sets, ist der Blick in die Vergangenheit, die Werbung zu den damals aktuellen Sets. Ihr könnt ja mal hier oben auf dem i schauen, da ist meine Kobi Playlist, da findet ihr das ein oder andere Set und vor allem hier hat Kobi sich richtig nicht lumpen lassen und hat mehrere Seiten mit Werbung. Hier zum Beispiel die Warspade oder die Prinz Eugen oder hier weitere Sets aus der Armed Forces Serie, die ich für euch fast alle schon gebaut habe. Wie gesagt, schaut mal gerne hier oben auf dem i.
Ich freue mich jetzt aber hier, dieses Set für euch zu bauen und vor allen Dingen freue ich mich noch mehr, euch jetzt hier ein paar Fakten liefern zu dürfen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Kanonenschiff, über den Indianer der Lüfte. Wir sprechen heute über das reale Vorbild des Cubisats 5808. Wir sprechen über die von Boeing gebaute AH-64, den Apache. Der Apache AH-64 ist ein schwer bewaffneter und hochleistungsfähiger Kampfhubschrauber, der für Angriffs- und Aufklärungsmissionen entwickelt wurde. Seine Entstehung geht auf die frühen 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, als die US-Armee nach einem fortschrittlichen Angriffshelikopter suchte, der sowohl Panzer als auch andere gepanzerte Fahrzeuge effektiv bekämpfen konnte. Nach zahlreichen Entwicklungsphasen und Tests wurde der Apache im Jahr 1984 offiziell in Dienst gestellt. Der Apache AH-64 wird von 2 Turbinen angetrieben, die von der Firma General Electric produziert werden. Diese Triebwerke bieten dem Hubschrauber eine maximale Leistung von jeweils 1890 Wellen PS. Diese starke Motorisierung ermöglicht dem Apache eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 293 Kilometern pro Stunde. Der Hubschrauber hat eine Reichweite von etwa 480 Kilometern, wobei durch zusätzliche externe Tanks eine Reichweite von über 1900 Kilometern erreicht werden kann. Der Apache AH-64 hat eine Länge von etwa 15,8 Metern, eine Höhe von etwa 3,87 Metern und ein maximales Startgewicht von etwa 10.433 Kilogramm. Der Hauptrotor hat einen Durchmesser von etwa 14,63 Metern und besteht aus 4 Blättern, die aus modernen Verbundwerkstoffen gefertigt sind. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur eine hohe Festigkeit, sondern auch eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Beschädigungen durch Beschuss. Die primäre Bewaffnung des AH-64 besteht aus einer Kettenkanone des Kalibers 30 mm vom Typ M230, die unterhalb des Rumpfes montiert ist. Diese Kanone hat eine Feuerrate von etwa 625 Schuss pro Minute und kann sowohl panzerbrechende als auch Sprenggranaten abfeuern. Ergänzt wird diese durch 4 Waffenstationen an den Flügeln, an denen unterschiedliche Waffensysteme montiert werden können. Zu den bekanntesten Raketensystemen, die der Apache tragen kann, zählen die AGM-114 Hellfire-Raketen. Diese Raketen sind präzisionsgelenkte Waffen, die speziell für die Bekämpfung von gepanzerten Fahrzeugen entwickelt wurden. Der Apache kann bis zu 16 Hellfire-Raketen tragen, wobei jede Rakete eine Reichweite von über 8 Kilometern hat. Zusätzlich kann der Hubschrauber auch unlenkbare Hydra-70-Raketen tragen, die für Angriffe auf Weichziele und leicht gepanzerte Ziele geeignet sind. Das hochmoderne Ziel- und Feuerleitsystem des AH-64 ermöglicht es dem Piloten und dem Schützen, Ziele bei Tag und Nacht sowie unter widrigen Wetterbedingungen präzise zu bekämpfen. Das TADS-PNVS Target Acquisition and Designation System Pilot Night Vision System kombiniert Wärmebildkameras und optische Sensoren, um Feindfahrzeuge zu erkennen und präzise anzugreifen. Darüber hinaus ist der Apache mit einem Radarsystem vom Typ AN/APG-78 Longbow ausgestattet, das eine Zielerfassung in einem 360-Grad-Bereich ermöglicht und bis zu 128 Ziele gleichzeitig verfolgen kann. Der Apache ist stark gepanzert und bietet seinen Piloten und der Besatzung einen hohen Schutz gegen Bodenbeschuss. Die Cockpitscheiben und die Struktur sind so konzipiert, dass sie dem Beschuss von Munition des Kalibers 23 mm standhalten können. Zudem ist der Apache mit Selbstschutzsystemen wie Täuschkörpern und Infrarotsensoren ausgestattet, die vor Lenkwaffen und Flugabwehrraketen schützen. Der Apache AH-64 wird weltweit von zahlreichen Staaten eingesetzt. Die größte Flotte betreiben dabei die Vereinigten Staaten, die über etwa 800 Apache-Hubschrauber in verschiedenen Varianten verfügen. Weitere Nutzerstaaten sind unter anderem: die britische Armee betreibt eine spezielle Variante des Apache, den WH-64 oder Apache
AH Mark I, der von der Firma Westland hergestellt wird. Israel setzt den Apache seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgreich ein und hat ihn in vielen Konflikten im Nahen Osten verwendet. Auch die niederländischen Streitkräfte nutzen den AH-64 in ihrer Luftwaffe. Saudi-Arabien und Ägypten zählen ebenfalls zu den großen Nutzern dieses Hubschraubers, da sie ihn für den Schutz ihrer Grenzen und in militärischen Operationen einsetzen. Indien hat kürzlich eine moderne Version des Apache, den AH-64E, beschafft, der über verbesserte Avionik und Waffensysteme verfügt. Hinzu kommen noch die Vereinigten Arabischen Emirate, Taiwan, Südkorea, Singapur, Polen, Marokko, Kuwait, Katar, Japan, der Irak, Indonesien und Griechenland sowie Australien. Seit seiner Einführung wurden verschiedene Versionen des AH-64 entwickelt. Die AH-64A war die ursprüngliche Version, gefolgt von der verbesserten AH-64D, die erstmals im Jahr 1997 eingeführt wurde und mit dem oben erwähnten Longbow-Radarsystem ausgestattet ist. Die neueste Variante, der AH-64E Apache Guardian, bietet eine verbesserte Motorleistung, modernisierte Avionik und verbesserte Kommunikationssysteme, die es dem Hubschrauber ermöglichen, in vernetzten Gefechtsumgebungen zu operieren. Diese Version wurde im Jahr 2012 eingeführt. Der AH-64 wurde in zahlreichen Konflikten weltweit eingesetzt, darunter der Golfkrieg im Jahr 1991, die Operation Enduring Freedom in Afghanistan sowie der Irakkrieg ab dem Jahr 2003. Seine Fähigkeit, sowohl in symmetrischen als auch asymmetrischen Konflikten eine Schlüsselrolle zu spielen, hat ihm den Ruf als einer der effektivsten Kampfhubschrauber der Welt eingebracht. Der Apache AH-64 hat sich seit seiner Einführung als einer der vielseitigsten und tödlichsten Kampfhubschrauber der Welt etabliert. Seine Kombination aus starker Bewaffnung, fortschrittlichen Sensortechnologien und robustem Schutz hat ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Armeen gemacht. Mit über 2400 produzierten Einheiten und einem kontinuierlichen Modernisierungsprogramm wird der Apache auch in den kommenden Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der Luftkriegsführung spielen. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum realen Vorbild. Jetzt viel Spaß beim eigentlichen Klemmbaustein-Review des Cubisats 5808 aus der Armed Forces Serie. Nach 1 Stunde und 45 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere AH-64 Apache, der wohl berühmteste Kampfhubschrauber der Welt. Für mich ein Kampfhubschrauber, den ich schon seit jeher kenne, seit Kindesbeinen kann man sagen, habe ich doch ziemlich früh auf einen C-64 das Zocken angefangen und die Kenner wissen vielleicht, dass 1986 von Microprose das berühmte Spiel Gunship auf den Markt kam, 88 dann auch für den Amiga 500 und in diesem Spiel konnte man einen Apache-Kampfhubschrauber fliegen. Und ein paar Jahre später gab es einen grandiosen Film, der ein bisschen cheesy war, mit natürlich Nicolas Cage, deswegen hier dieses cheesige, Tommy Lee Jones und der ziemlich hübschen Sean Young, aus 1990 der berühmte Film Airborne, Flügel aus Stahl. Den kennt ihr vielleicht auch, dort ging es ja auch um halt hier unseren berühmten Kampfhubschrauber aus den Vereinigten Staaten von Boeing. Bei diesem Film ist nur lustig, der heißt auf Deutsch Airborne, Flügel aus Stahl und jeder weiß ja, Airborne sind eigentlich die amerikanischen Fallschirmtruppen, die Fallschirmspringer. Im Englischen hieß er Firebirds, was auch viel besser gepasst hat. Also das waren zwei popkulturelle Prägungen, warum dieser Hubschrauber für mich immer schon interessant war und es eigentlich zu schade war, dass ich ihn auf meinem Kobi-Regal hätte versauern lassen und deswegen war es ganz gut, dass gerade hier ja ein bisschen Aufregung in der Community herrscht, dass ich einmal diesen Hubschrauber bauen konnte. Ich habe ihn mal neben den Stand gestellt, das hat auch einen einfachen Grund, auf den wir gleich mal eingehen werden, nämlich der Stand ist wieder typisch Kobi-mäßig etwas zu schwach. Hier aber trotzdem will ich euch einmal zeigen, das tolle Typenschild Boeing Trademark AH-64 Apache Trademark und im Scale 1:48. Unser Blackhawk zum Beispiel, auch aus der Armed Forces Serie, ist ja im Maßstab 1:32. Deswegen habe ich ihn mal hier nicht gegenübergestellt.
Trotzdem muss ich sagen, dass die Hubschrauber, die Kobi baut, mit die liebsten Sets sind von Kobi, die ich klemme. Ich finde die immer wieder faszinierend und über die Hueys, da brauchen wir auch gar nicht reden. Sonst hier der typische schwarze Standfuß von Kobi. Wie gesagt, tolles Schild. Und dann halt dieser ja, Standfuß, der hier ein bisschen, und ich glaube, es liegt hier oben am Kreuz, einfach zu schwach ist. Ich zeige es euch ganz mal kurz, mal ganz schnell. Hier unten ist die Aufnahme und ja, hier, bla bla bla. Ihr seht schon, es labbert, es ist eigentlich viel zu, ja, da fehlt es irgendwie, die Präzision. Der Stein geht gleich ab und somit wird der Hubschrauber auf dem Stand nur semi-mäßig gehalten. Ich stelle es jetzt mal hier hin, ich versuche es mal so einigermaßen zu machen. Und okay, er steht, aber wenn man ihn so ein bisschen antitscht, dann ja, bleibt er auch genauso hängen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, wie man ihn haben möchte. Und er ja, kommt leicht ins Kippeln, das seht ihr ja auch. Und dann fällt zum Beispiel der Rotor runter, der, das seht ihr jetzt und habt ihr beim Speedbit schon gesehen, hier ja auf diesen Zapfen in den hohlen 1x2er-Stein steckt und somit auch eine kleine Schwachstelle ist. So ist er gebaut, ganz cool eigentlich. Kommt hier drauf und oben auch ganz lustig, dass wir halt dieses Rad haben hier als seine Sensor- Rundumsicht. Kennt man auch ganz gut, wie gesagt, bei dem Film Airborne Flügel aus Stahl. Da kommen die Kampfhubschrauber ja so über den Hügel rüber, denn hier mit dieser Sensorschüssel haben diese Kampfhubschrauber oder machen sie ja heute auch noch ihre Gefechtsfeld-Rundumaufklärung gemacht. Ja, wie gesagt, das ist ein riesengroßes Schwachstück hier, ein Schwachteil, eine Schwachkonstruktion. Der Hubschrauber, ihr seht es, kippelt immer drüber und ja, nicht so doll anfassen am Stand. Vielleicht stellt ihr ihn auf den Schreibtisch, dann haben wir hier keine Gefahr, dass er richtig abschmiert. Ihr seht es. Ja, ich wollte aber eigentlich ganz normal anfangen, mit euch nämlich drüber sprechen, was haben wir hier über. Wir haben hier schöne 1x1er Plates über, wir haben hier so eine Achse, wir haben eine Bügelperle über, wir haben natürlich hier einen Bügelperlen-auf-Bügelperlenstecker, wie auch immer, und wir haben dann hier so ein Teil, was wir eigentlich kennen für ja, Blinker oder Stäbe, Antennen, für Maschinengewehre bei Panzern. Das Steinchen hier soll wohl ein Platzhalter sein in der Anleitung. Das zeige ich euch jetzt mal. Das bauen wir ziemlich früh im Cockpit und generell die Anleitung muss hier mal erwähnt werden. Ich mag diese Bautechniken und das ist der Grund, warum ich dieses Set auch jetzt mal endlich klemmen musste. Ich finde es cool, ich habe es gerade schon gesagt. Man baut nämlich hier viel, ja, 360 Grad mäßig, also mal so, so, dann wieder hier an der Seite mit den Brackets, den bösen Brackets, die wohl hier auch abgemahnt wurden. Dann wieder hier von oben, dann dreht man dann wieder von unten mit diesen Steinen, den halben Fliesen, sage ich mal, die oben und unten die Noppen haben, wobei dann wären es keine Fliesen, aber ihr wisst, was ich meine, Baurichtungsumkehr in der schmalen 2x2er Version, sagen wir es mal so. Und so geht das weiter und so wir drehen und hin und her und drehen und von jeder Seite und das macht Spaß. Man erahnt gar nicht, dass man hier einen Hubschrauber baut, weil es einfach immer wieder gedreht wird. Hier bei dem Baustep 18 beziehungsweise ja 18, da denkt man zum ersten Mal, aha, man baut hier Gondeln. Vorher halt hier etwas, ja, längliches mit überall Noppen. Aber wie gesagt, das macht Kobi ja aus, diese tolle Baurichtungsumkehr. Und somit kriegen wir 360 Grad mäßig überall Steine angenoppt. Und hier ist der Stein, den ich euch gerade gezeigt habe, nämlich hier. Da wird er aufgenoppt und führt dann ganz später, ganz zum Schluss, zum Cockpit. Wir haben nicht da das Cockpit gebaut, ich blätter kurz. Und da wird dann eine Minifigur drauf gesteckt. Beziehungsweise so eine halbe, typisch Kobi, so im Maßstab ja, 1:48 gibt es ja keine Minifigur, deswegen hat Kobi immer diese halben mit diesem Armteil. Und die soll man eigentlich da drauf noppen, aber funktioniert nicht. Da ist der Hohlraum innen drin im Körper viel zu klein, um auf diesen Stein ihn zu stecken. Ich habe ihn weggelassen, dann habe ich die Figur reingesteckt und dann ging es auch. Sonst war die Anleitung gut zu lesen. Die Farbe der Steine ist ja hier relativ dunkel, somit grenzt sie sich auch ab von dem Grauen bzw. Beigen in der Anleitung. Schauen wir uns jetzt mal den Helikopter genauer an. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man hier ganz schnell den Rotor abbekommt. Einfach hier wegnehmen, denn ich wollte euch jetzt ja kurz das zeigen, was wir besprochen haben. Erstmal cool hier die bedruckte Kanzel, gefällt mir richtig gut. Dann hier vorne auch der Sensorkopf, schön bedruckt hier. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Wir haben hier unsere Bewaffnung. Wir haben hier viele Drucke, richtig schön. Ich mag ja dieses, ich nenne es jetzt mal Olive. Hier haben wir bei der Bedruckung auf diesen
Dark Bluish Grey Stein, ein bisschen, ja, nicht die richtige Farbwahl, aber ich sag mal, bei einer Turbine ist vielleicht angelaufen, wie auch immer. Hier haben wir halt auch schöne Drucke bei diesen Slopes. Und hier auf der Seite auch. Bisschen, ja, rudimentär ist hier der Heckrotor, aber der ist Brick Build und ich mag ja, wenn man hier auch sieht, dass wir hier aus Klemmbaustein was bauen. Ich weiß, dass man oft sagt, das ist hier quasi Modellbau mit Klemmbaustein. Ich finde immer noch, es ist Klemmbaustein bauen, aber das ist nur meine Meinung. Hier ist diese Figur, wo ich es euch gesagt habe, eben gerade, da wäre dieser schwarze Stein, aber hier der Innenraum vom Körper, unser kleinen Figürchen hier, ist zu klein, dass ich diesen schwarzen Stein da reinkriege. Also ich noppe ihn einfach auf und dann passt es auch. Hier vorne haben wir dann wiederum nur den Kopf einer Figur. Ja, was auch richtig cool geworden ist, ist hier eigentlich die Aufhängung des Fahrwerks, schön mit C-Clamps. Wir haben auch hier richtig tolle Waffengondeln gebaut, wo ich beim ersten Mal dachte so, oh, wenn ich die baue, das fällt mir alles auseinander. Nein, richtig gut. Ihr seht das hier mit Stäben und C-Clamps und hier mit auch Baurichtungsumkehr an den Gondeln. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man es hochdrückt, so, weil man hier wenn man hier es bewegt, es hinten hochgeht, weil man hier logischerweise keine Bügelperle einbauen konnte, weil es einfach zu wenig Platz ist. Und hier die großen ungelenkten Raketenwerfer, diese Tubes auch richtig cool, hängen aber auch nur an einer Noppe da. Trotzdem gefällt mir das richtig gut, weil man merkt hier einfach, es ist ein waffenstrotzendes Kampfgerät. Also wirklich eine todbringende Maschine. Und auch hier hinten Baurichtungsumkehr des Stabilisierungsleitwerks auch richtig cool. Da von unten auch nochmal. Ihr bekommt ja eh gleich Detailbilder. Also mir gefällt hier der Apache richtig gut und ist ja auch vielleicht der Grund, warum den Kobi immer noch im Programm hat, obwohl das Set aus 2020 ist. So, da wieder diesen Stein reinstecken, aber keine lange Hoffnung. Kobi wird dann eh wieder, also beziehungsweise das Kobi-Set wird dank der Schwerkraft sich wieder daraus selber befreien. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung zum Set mal unten in die Kommentare. Es hat mir richtig Spaß gemacht, die Fakten rauszusuchen. Ich habe ganz ehrlich nicht gewusst, dass es so viele Nutzerstaaten dieses Kampfhubschraubers gibt. Ich wusste, die Vereinigten Staaten von Amerika und auch, dass Polen daran ja interessiert ist und da welche im Zulauf sind. Aber dass es dann noch andere gibt, das wusste ich nicht. So, was ich aber weiß, ist, dass ihr jetzt nochmal ein paar Detailbilder bekommt und dann sprechen wir nochmal über das Thema von Anfang des Videos, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle und der getreue Zuschauer meiner Videos meines Kanals wird es wissen, gibt es Detailbilder, damit ihr euch selber unabhängig von meinen Ausführungen in diesem Review eine Meinung rund um das Kobi-Set 5808, unserem Apache, unseren Apachen bilden könnt. Bei 7 Minuten, oder es sind eigentlich sogar mehr als 7 Minuten Fakten zu diesem Kobi-Set beim Speedbuild von mir, kann man ja sicherlich davon ausgehen, dass dieses Set bzw. die Geschichte dahinter, dieser Kampfhubschrauber, mir doch sehr am Herzen liegt, mich schon sehr früh geprägt hat. Ich habe es euch gerade gesagt und deswegen war es mir so wichtig, dieses Video zu drehen. Es hat natürlich einen kleinen clickbaitigen, catchigen Namen. Warum, weshalb, wieso, da kommen wir aber gleich noch zu, wenn wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen schauen. Wichtig ist nur, dass ihr alles rund um das Thema, was gleich noch kommt, beziehungsweise den Videotitel und auch zum Kobi-Set 5808, das findet ihr alles zusammengefasst unten in der Videobeschreibung. Bezugsquellen, mein Lieblingsshop, beziehungsweise mein befreundeter Shop, wo es ja auch nochmal einen 15% Rabattcode gibt, der Blogstar heißt, den ich auch selber nutze. All das findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch nochmal ein paar Quellenlinks, wo ihr auch selber nochmal euch nachlesen könnt in die Fakten zum AH-64, den Apache. Das alles unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, warum dieser Videotitel und warum das vielleicht ein bisschen clickbaity ist, mir aber trotzdem am Herzen liegt, das erfahrt ihr jetzt gleich, wenn wir uns zum Abschluss in die Augen schauen, liebe Freunde. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als dass es wieder Aufruhr in der Community gibt, weil hier Händler oder sehr gute Freunde von Händlern Videos gemacht haben, wegen einer vermeintlichen Abmahnung von Kobi durch einen milliardenschweren Konzern in Dänemark, beziehungsweise von Händlern aus Frankreich. Ein Händler, um genau zu sein. Ich kann euch zum ganzen Thema nur eins sagen, ich habe Kobi angefragt zu dem Thema. Kobi hat gesagt, so ja, Blogstar, wir geben dir eine Antwort, aber erst nächste Woche. Also wenn ihr dieses Video seht, ist diese Rückmeldung noch nicht passiert.
Aber sobald ich sie habe, kriegt ihr sie. Und sobald ich von Kobi nichts gehört habe, will ich hier gar nicht spekulieren. Ich bin, genau wie ihr da draußen, Kunde von verschiedenen Händlern, von verschiedenen Herstellern. Ich kaufe viel bei Kobi selber, ihr wisst, bei Bill Bix kaufe ich viel, bei eBay, bei vielen Leuten auch von euch, die ich durch die Community kennengelernt habe. Und somit ist mir das theoretisch ja egal, wo ich was wie wo kaufe. Und wenn hier ein Händler ein Problem da hat, ist das im Endeffekt sein Problem. Es ist sein, wie soll ich sagen, wirtschaftliches Risiko, das er eingeht, wenn er Händler ist. Dass Kobi hier eigentlich nicht abgemahnt werden sollte, ist vielleicht, ja, eigentlich uns so klar, weil wir denken, hey, Kobi hat doch die Steine erfunden, der hat die Steine erfunden. Aber wenn Kobi zum Beispiel ihre eigenen Steine nicht schützt, der andere sie schützt, das liegt alles in deren, sage ich mal, Ermessensspielraum, warum die das so machen, wie sie es machen. Wir sind Kunden, ich bin kein Hersteller, ich verkaufe nichts. Somit warte ich dann halt genau auf die Antwort, die mir dann Kobi bietet und will gar nicht spekulieren und den einen verteufeln oder den anderen verteufeln. Ich weiß, dass der große Hersteller aus Dänemark sich immer auf Spielregeln bezieht. Ich interpretiere Spielregeln als Gesetze und ja, wenn man sich an die Gesetze hält, denke ich mal, ist auch alles klar. Und somit denke ich mal, ist das Thema auch erstmal hier für mich gegessen. Ich habe keinen Groll gegen irgendjemand, gegen irgendeine Firma. Ich möchte nur mein Hobby ausleben und das kann ich ja als ganz normaler Kunde so oder so. Aber Freunde, natürlich wichtig ist eure Meinung. Schreibt mir eure gerne unten in die Kommentare. Sie darf auch gerne kontrovers sein. Ihr dürft auch gerne eine andere Meinung haben als ich. Aber vor allen Dingen sollten wir uns lieb und freundlich austauschen. Es ist ja hier nichts Persönliches, es ist ja nur eine Meinung und ein anderer kann eine andere Meinung haben. Wie gesagt, sobald ich was von Kobi schwarz auf weiß habe, dann gibt es bei mir hier auch eine Info versprochen. Und zum Hubschrauber, ich mag die Hubschrauber von Kobi. Ihr habt es eben gerade beim Review gehört. Ich finde diese Bautechniken immer erfrischend. Außer die Bautechnik des Stands, weil es irgendwie schon blöd, wenn der Hubschrauber sich quasi um den Stand genauso dreht wie der Rotor um den Hubschrauber. Der ist hier ein bisschen schwach. Aber ich glaube, wenn ihr meine Kobi-Videos so ein bisschen schon mal verfolgt habt, dann wisst ihr, dass das immer mal wieder vorkommt, dass hier Kobi mit diesen, ja, aber ich nenne sie jetzt mal Kaffeeumrührer, diese Stäbe hier, ab und zu eine Schwäche hat oder hatte. Und dieses Set ist ja nun mal auch schon 4 Jahre alt. Ja, also wie immer, haut mir alles, ich habe es gerade schon gesagt, unten in die Kommentare. Lasst uns lieb und nett sein und meine Meinung muss nicht eure sein. Fühlt euch aber frei, diese ganz nett und im Rahmen von Fairplay unten in die Kommentare zu schreiben. Ich möchte keinem was Böses, ich möchte nur mein Hobby ausleben und das wollt ihr auch. Und ich fühle mich jetzt nicht von der einen oder anderen Seite gegängelt, denn dieses Hobby auszuleben, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. In diesem Sinne, Freunde, bei einem Hubschrauber, ja, kann ich euch nur einen guten Flug wünschen. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blogstar.